Ich stehe hier vor dem kambodschanischen Restaurant Angkor Wat in Berlin, das der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker auch als würdigen Vertreter der kambodschanischen Kultur in Deutschland und Berlin bezeichnet hat. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Snapshot Cambodia, in der es um die Präsenz der kambodschanischen Kultur in Deutschland gehen soll. Viele Deutsche wissen nur sehr wenig über Kambodscha. In den Nachrichten, in Film und Fernsehen und auch in der Schule wird das Königreich meistens nur am Rande erwähnt. Oft kommen Deutsche erst dann in Kontakt mit der kambodschanischen Kultur, wenn sie das Land selber besuchen. Es gibt aber Möglichkeiten, auch hier in Deutschland die kambodschanische Kultur näher kennenzulernen. Und 3 davon möchte ich Ihnen nun vorstellen. Die wichtigsten BotschafterInnen für die kambodschanische Kultur sind natürlich die Menschen selbst. Die kambodschanische Community in Deutschland ist relativ klein. Aktuell leben etwas mehr als 1000 Personen mit kambodschanischer Staatsbürgerschaft in Deutschland. Viele davon hier in Berlin oder in Umgebung. Es liegt vor allem daran, dass die DDR und das Königreich Kambodscha sehr enge diplomatische Beziehungen hatten und dass im Zuge dessen sehr viele KambodschanerInnen in die DDR mit Stipendien kamen und hier eine Lehre oder eine Ausbildung angefangen haben. Daraufhin hat dann auch eine Gruppe kambodschanischer und deutscher Studierender den Verein Studiengemeinschaft Kambodschanische Kultur gegründet, der dann auch regelmäßig Magazine über kambodschanische Kultur herausgebracht hat. Heute gibt es in Berlin den Verein Khmer Deutsche Freundschaft, der regelmäßig Kulturprogramme organisiert, zum Beispiel anlässlich des kambodschanischen Neujahrs. Trotzdem scheint der kulturelle Einfluss heute eher weniger präsent. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass die Humboldt-Universität, die einerseits Khmeristik als Studienfach angeboten hat und auch Khmer-Sprachkurse, beide Programme eingestellt hat. Auch an vielen anderen Universitäten in Deutschland kann man Khmer nicht mehr lernen. Es gehört nicht zum regulären Sprachangebot. Eine der Ausnahmen davon ist die Universität Hamburg. Essen ist ein wichtiges Kulturgut. Insbesondere Berlin bietet Möglichkeiten für kulinarische Reisen nach Kambodscha, darunter natürlich das Angkor Wat. Das Angkor Wat wurde in den 90ern als erstes kambodschanisches Restaurant in Deutschland gegründet. Der Inhaber Dani Hock beschreibt es als kambodschanische Oase in Berlin und neben einem festen Kreis von Stammkundinnen treffen sich hier auch häufig die Gäste der kambodschanischen Botschaft. Auf der Speisekarte stehen kambodschanische Spezialitäten wie zum Beispiel Samla Mechu Krumbok, also Feuertopf mit Hummer, Krabben, Tintenfisch, Gemüse und Hähnchen oder auch Amok Tray, also Curry mit Fisch oder Hähnchen. Wie man das zweite Gericht zubereitet, also Amok Tray, zeigt Dani Hock auch in einem Online-Projekt der Deutschen Welle mit dem Titel 50 Küchen, eine Heimat. Auch Kunst kann viele Berührungspunkte zur kambodschanischen Kultur schaffen. In den letzten Jahrzehnten gab es in sehr vielen Museen in Deutschland Ausstellungen, die sich mit Kambodscha, seiner Kunst, seiner Geschichte auseinandergesetzt haben. 2004 hat zum Beispiel das Ethnologische Museum in Berlin eine Ausstellung über Globalisierung und Identität gehabt und dazu auch 2 kambodschanische KünstlerInnen eingeladen. Später hat dann auch die Bundeskunsthalle in Bonn Kunst und Architektur aus der Angkor-Periode präsentiert. Die Exponate wurden dafür aus dem Nationalmuseum in Phnom Penh eingeflogen. Und 2015 gab es auch in der Akademie der Künste eine Ausstellung, in der 6 kambodschanische KünstlerInnen ihre Werke präsentiert haben, die sich mit der jüngsten Geschichte des Landes auseinandergesetzt haben. Das war die heutige Folge von Snapshot Cambodia. Wie immer hoffen wir, dass Sie was mitnehmen konnten. Vielleicht ja Inspiration, wo Sie das nächste Mal essen gehen können, wenn Sie in Berlin zu Besuch sind.